Nachdem ich gerade meine Aufnahme für DeepSeek V3 fertiggestellt hatte und es als eines der besten Modelle lobpreisen wollte, hat Google unerwartet gefühlt einen Moment später das beste Modell Gemini 2.5 Pro vorgestellt und damit DeepSeek übertroffen. Aus diesem Grund habe ich die beiden Modelle in ein Video gepackt, diese in verschiedenen Tests getestet und miteinander verglichen. So viel vorab, die Ergebnisse sind sehr beeindruckend. Alles zu den beiden Modellen und ausführliche Tests in diesem Video. DeepSeek hat ein bedeutendes Update seines KI-Modells DeepSeek V3 0324 veröffentlicht. Nicht zu verwechseln mit dem denkenden R1-Modell von DeepSeek. Und dieses veröffentlichte Modell zeigt in mehreren Bereichen Verbesserungen und hat eine MIT-Lizenz. Das bedeutet, dass das Modell Open Source ist und für eigene Projekte genutzt werden kann. Dieses Modell bietet Leistungssteigerungen, indem es laut ersten Benchmarks Claude 3.7 Sonnet in Coding-Aufgaben übertrifft und bessere Ergebnisse in logischem Denken sowie Programmierung erzielt. Es zeigt bessere Ergebnisse als sein Vorgängermodell und muss sich bei nicht denkenden Modellen lediglich im MMLU Pro und GPQA-Test GPT 4.5 von OpenAI geschlagen geben. Diese beiden Kategorien sind Tests für fortgeschrittenes akademisches Wissen und Verständnis und die Beantwortung komplexer Fragen. Bei den anderen beiden Tests für Mathematik und Codieren übertrifft es laut Benchmark-Tests alle Modelle. Allerdings hat es den gigantischen Vorteil, dass es Open Source ist. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass DeepSeek V3 mit dem komischen Zusatznamen 0324 in allen getesteten Bereichen überzeugende Leistungen zeigt und sich damit als eines der fortschrittlichsten KI-Modelle etabliert. Technisch gesehen ist das Modell etwa 641 GB groß, kann jedoch durch 4-Bit-Quantisierung auf 352 GB reduziert werden. Es nutzt eine Mixture of Experts Architektur für effizientere Berechnungen und kann auf einem 512 GB M3 Ultra Mac Studio bis zu 20 Tokens pro Sekunde verarbeiten. Die Verfügbarkeit des Modells ist über Plattformen wie Hugging Face, OpenRouter und eine eigene API gewährleistet. Google hat zu den Spitzen-KI-Modellen aufgeschlossen und diese sogar in zahlreichen Benchmarks überholt. Gemini 2.5 heißt deren neuestes Flaggschiff und dieses Modell hat es in sich. Bei der offiziellen Präsentation beschrieb Google-CEO Sundar Pichai das Modell als den Beginn einer neuen Ära von Denkmodellen. Diese Modelle sind speziell darauf ausgerichtet, komplexe Probleme in logischen Denkschritten zu lösen. Doch das besondere Merkmal von Gemini 2.5 ist seine Fähigkeit, multimodal zu arbeiten, was es von klassischen Denkmodellen wie DeepSeek R1 oder O3 Mini unterscheidet. Das bedeutet, dass das Modell nicht nur Text, sondern auch Audio, Bilder und Videos verarbeiten kann. Diese umfassenden Fähigkeiten ermöglichen vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Gemini 2.5 Pro gilt als das leistungsstärkste Modell von Google und hat in verschiedenen Benchmarks die Konkurrenz, darunter OpenAIs O3 Mini und Anthropics Claude 3.7 Sonnet übertroffen. Das Modell führt die KI-Modell-Test-Arena LM Arena an und hat besonders in den Bereichen Wissenschaft, Mathematik und Codierung beeindruckende Ergebnisse erzielt. Die vorliegenden Benchmark-Tests zeigen, dass Gemini 2.5 Pro im Vergleich mit Konkurrenzmodellen wie OpenAI GPT 4.5, Claude 3.7 Sonnet und Grok 3 Beta an der Spitze sitzt. Allerdings ist es im wichtigen SWE-Benchmark-Tests nach wie vor hinter Anthropics Claude 3.7. Wie erwähnt, habe ich die Fähigkeiten dieses Modells am Ende des Videos genauer getestet. Die Tabelle zeigt auch Unterschiede in der Leistung bei einmaligen Versuchen, also Single Attempt, im Vergleich zu mehrfachen Versuchen, Multiple Attempts an, was auf unterschiedliche Stärken bei der Erstantwort und iterativen Versuchen hindeutet. Aktuell ist Gemini 2.5 Pro für Gemini Advanced Nutzer über Google AI Studio und die Gemini App verfügbar. Das Modell startet mit einem beeindruckenden Token-Kontextfenster von 1 Million Tokens, was in Zukunft auf 2 Millionen erweitert werden soll. Nun zum praktischen Teil. Wie erwähnt, wollte ich die Modelle testen und habe ein paar Aufgaben vorbereitet. Als erste Aufgabe sollten die Modelle eine App entwickeln und zwar mit folgendem Prompt. Entwickle eine persönliche Investitionsportfolio-Tracker-App mit folgenden Funktionen: Hinzufügen verschiedener Anlageklassen, zum Beispiel Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Erfassen von Kauf- und Verkaufstransaktionen mit Datum, Preis und Anzahl, Anzeige der aktuellen Portfoliozusammensetzung in einem
einem Kreisdiagramm, Berechnung der Gesamtrendite und Rendite pro Anlageklasse und so weiter und so fort. Und zwar die App soll mit HTML, CSS und JavaScript oder einem anderen Framework geschrieben werden. Dann fügen wir das Ganze bei OpenRouter ein und dann wurde die App geschrieben. Ich habe das Ganze mal vorgespult. Und so sieht die App dann aus. Das ist ziemlich gut für den ersten Versuch. Die App wurde mit dem Framework Vue geschrieben und man kann sehen, dass die ziemlich nutzerfreundlich aufgebaut wurde. Also der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr positiv. Man kann auch erkennen, dass sich die Ansicht der Fenstergröße anpasst. Man kann auch neue Anlagen hinzufügen. Dazu einen beliebigen Namen, Symbolnamen und aktuellen Preis hinzufügen und dann erscheint das unten. Hier kann man noch die Bestätigung sehen. Also alles funktioniert so, wie es sein sollte. Also alles in allem ist das ein sehr brauchbares Ergebnis und somit für die Entwicklung empfehlenswert. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie das bei Googles Gemini ausgegangen ist. Also auch denselben Prompt einfügen. Auch hier funktioniert das Ganze mit einem Versuch und dann ist das das Ergebnis. Also es sieht zunächst auf den ersten Blick so aus, als wäre es nicht ganz so visuell detailliert gemacht worden wie das von DeepSeek. Aber wenn man ein bisschen damit rumexperimentiert, dann zeigt es sich durchaus ebenfalls als sehr gelungen. Auch hier kann man die verschiedenen Anlageklassen wählen. Ebenso kann man auch die Sparziele hinzufügen. Und unten ist ebenfalls eine Portfolioübersicht. Also wie erwähnt, hier kann ich ein Sparziel hinzufügen und den Zielbetrag und dann kann ich das Ganze hier speichern. Also auch die Assets funktionieren, das heißt, ich kann hier einen Namen hinzufügen, die Anzahl der Menge, Preis pro Einheit und Gebühren und dann kann ich die Transaktion ebenfalls speichern. Dann wird das Ganze unten eingefügt, also bei Portfolio Details und ebenso auch oben im Dashboard. Also man kann sehen, die Apps nehmen sich eigentlich nicht viel und ich würde in dieser Runde tatsächlich auch einen Gleichstand ausrufen. Zweiter Test. In dieser Runde möchte ich die beiden Modelle ein weiteres Spiel programmieren lassen und zwar in Python, das Game of Life. Ihr könnt den Prompt sehen und zwar die klassischen Spielregeln sind: eine lebende Zelle mit weniger als 2 lebenden Nachbarn stirbt wegen Unterbevölkerung, eine lebende Zelle mit 2 oder 3 lebenden Nachbarn überlebt, eine lebende Zelle mit mehr als 3 lebenden Nachbarn stirbt. Überbevölkerung, eine tote Zelle mit genau 3 lebenden Nachbarn wird lebendig, also Fortpflanzung. Für große Simulationen soll das Spiel optimiert sein. Hier könnt ihr gerne pausieren, wenn ihr den Prompt durchlesen möchtet. Jedenfalls habe ich den Prompt in die Modelle eingegeben und das Ganze dann ausführen lassen. Auch hier spule ich wieder vor. Das ist dann das Ergebnis bei DeepSeek V3. Die App sieht auf den ersten Blick ziemlich cool aus, aber das Problem ist, dass es nicht funktioniert hat. Allerdings wollte ich DeepSeek da noch eine Chance geben und habe versucht, das Ganze zu beheben, indem ich den Fehler beschrieben habe. Zunächst hat DeepSeek mir die Fehlerstellen gesagt, allerdings war ich ein bisschen faul und habe gesagt, er soll mir den ganzen Code geben. Als es dann endlich fertig war, DeepSeek war irgendwie ein wenig langsam, habe ich den Code nochmal ausprobiert und das Ergebnis war leider ebenfalls enttäuschend. Also es sah zwar optisch ein wenig besser aus, aber ihr seht es selbst, das Ergebnis war nicht gut. Damit ist in diesem Test DeepSeek leider durchgefallen. Dann habe ich den gleichen Test mit Googles Gemini 2.5 versucht. Bei OpenRouter hatte ich dann keine Kapazität mehr, weil das die kostenlose Version war. Deswegen bin ich auf Googles AI Studio gegangen und habe dort die Aufgabe ausgeführt. Mit dem gleichen Prompt ging das bei Google ein wenig schneller. Allerdings musste ich noch einige Module nachinstallieren, da Googles Ergebnis anscheinend etwas komplexer war. Aber dann, als ich alles installiert hatte, kam das als Ergebnis raus. Zunächst sah es ein wenig eingefroren aus, obwohl die Nutzeroberfläche ziemlich interessant, also gut aussieht. Und dann, wenn man auf den Knopf drückt, wo Pause steht, was nicht ganz richtig ist, dann hat das funktioniert. So sieht das Ganze dann aus und das hat tatsächlich beim ersten Versuch so geklappt. Hier kann man noch die Geschwindigkeit anpassen. Also
Es sieht sehr funktional aus, also dass alles funktioniert. Hier gibt es noch verschiedene Knöpfe, also zum Beispiel das Theme zu bearbeiten oder die Grid, also das Gitter. Da kann man nochmal zufällige Start machen und pausieren und so weiter. Also das ist ein sehr brauchbares Ergebnis, also sehr überzeugend von Googles Gemini und definitiv eine beeindruckende Leistung. Okay, nächste Aufgabe. Diesmal möchte ich ein SVG-Bild erstellen und zwar mit folgendem Prompt. Erstelle eine SVG-Darstellung einer detaillierten Libelle mit transparenten, strukturierten Flügeln und einem eleganten Körper. Die Flügel sollen feine Äderungen aufweisen und leicht schimmern. Verwende Farbverläufe in Türkis und Violetttönen für den Körper und subtile Highlights und so weiter und so fort. Ihr könnt es euch gerne durchlesen. Fangen wir an mit DeepSeek. Parallel dazu machen wir auch das gleiche bei Gemini. Um das Ergebnis anzuschauen, brauchen wir keinen Code-Editor. Wir können das Ganze in einem Online-Viewer anschauen. Hier ist das Ergebnis von DeepSeek. Das ist die Libelle. Okay, sie sieht interessant aus. So sieht es aus, wenn man reinzoomt. Nochmal als Erinnerung, das ist der Prompt. So feine Äderungen, ja, kann man hier sehen. Hier sieht das schwarz aus. Aus irgendeinem Grund ist das nicht symmetrisch. Oder vielleicht wurde das hier die Lücke gefunden. Symmetrisch, aber natürlich Unregelmäßigkeiten aufweisen. Also das sieht ganz interessant aus. Jetzt probieren wir das gleiche mit Google und das ist Gemini. Okay, das sieht ja auch sehr interessant aus. Also es ist größer bzw. breiter und sieht irgendwie realistischer aus. Also auf jeden Fall greifbarer und ich muss sagen, mir gefällt es tatsächlich besser als DeepSeeks Modell. Oder was denkt ihr? Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr besser findet. Jetzt noch ein letzter Test, eine mathematische bzw. quadratische Gleichung, die gelöst werden soll. Das gleiche mit DeepSeek zuerst. Okay, er rechnet hier aus, p gleich 8 und q gleich 12. Lösungsformel 8 halbe minus 4, 4 zum Quadrat sind 16. 16 minus 12, minus 4 plus minus 4, minus 4 plus minus 2 und hier sieht man minus 4 plus 2 und so weiter und so fort. Dann bekommt er x minus 2 und x minus 6 und das scheint richtig zu sein. Also bestanden. Vielleicht ist die Aufgabe auch zu einfach. Ich werde mir beim nächsten Mal was Besseres überlegen. Und das Ganze natürlich nochmal für Googles Gemini. Hier können wir in den Denkprozess reingehen und ich habe schon gesehen, dass er die Aufgabe ebenfalls richtig gelöst hat. Also ebenfalls 4 Quadrat, 16 und so weiter. Minus 4, minus 2. Genau, also minus 6 und minus 2, also ebenfalls richtig. Also, ihr habt es gesehen, beide Modelle sind durchaus nützlich, wobei bei den Codierungsaufgaben Google Gemini besonders im Game of Life eine bessere Leistung gebracht hat. Aber das sind definitiv zwei Modelle, die man auf dem Schirm haben sollte. Der große Vorteil bei DeepSeek ist natürlich, dass es Open Source ist. Und ich werde es natürlich weiterhin im Auge behalten. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.